Moin, Kenner! Na, meine Moodies, wie geht's euch? Ich muss ja jetzt hier als erstes mal sagen, 1 Million Klicks insgesamt auf diesem Kanal hat YouTube mir gerade brandneu berichtet. Ich muss sagen, danke dafür. Was ist denn da los? Das ist doch nicht glaubhaft. Ich meine, 1 Million, das ist schon eine Zahl für sich. Dazu muss ich noch sagen, Leute, 100 Videos auf dem kompletten Kanal mittlerweile, was hier immer so stetig abgeloadet wird mit alten Luftgekühlten. Guckt euch das gerne an. Also 100 Videos, tolle Leistung auch hier aus unserem Hause, ne? Außerdem, Leute, das T-Shirt hängt hier immer noch, ne? Bestellt es euch gerne im Shop. Dieses Logo wird es nur genau einmal so geben. Naja, wie dem auch sei, eigentlich soll es hier um den Bus gehen. Alles hier noch wie beim letzten Mal, die Frontlichter auseinandergeschnitten, der ganze Wasserkasten, den wir hier haben, ne? Wir haben hier immer noch die Schäden an der Front. Ich habe Bock hier, dass das weiter geschlichtet wird und so weiter und so fort, ne? Die Frontscheibe liegt hier drin, guck mal da, es muss was passieren. Was jetzt hier der nächste Schritt wäre, die A-Säule zu schneiden. Einfach mal die Spannung rauszunehmen und ich weiß es immer noch nicht, wie ich sie nachher neu einsetze. Ich bin am Überlegen, sie jetzt wirklich hier erstmal einmal zu schneiden in der Kante. So ein Spannungsschnitt. Die Tigersäge liegt hier bereit. Ich habe immer noch gut Muffe, aber ich muss da wohl durch, ne? Es bringt ja nichts. Das Ding ist krumm, das Ding ist im Arsch. Das Ding werde ich hier nicht im Auto richten können. Es hilft nichts, das Ding muss einmal raus. Und dann ist hier unten als nächstes die Frage, guck mal, hier ist er auch überall krumm geknickt. Jetzt ist hier die Frage, ja, was mache ich hier? Guck mal, ab da fängt er an und geht direkt krumm weg, ne? Mann, ich könnte jetzt lieber noch hier 8 Minuten labern, als einen Schnitt zu setzen, aber ich denke mal, ich ziehe jetzt einfach durch und werde schneiden. Kenner, Alter, ich halt's auch nicht aus. Dieser Schritt muss getan werden und wir werden ihn jetzt tun, ne? Aber als nächstes, wir wollen erstmal gucken, dass das hier ein bisschen Temperatur kriegt. Naja, ansonsten, ich bin heiß drauf, dass hier diese ganze Kontur zurückkommt und so weiter. Aber bevor das losgeht, mit Kontur rauskloppen und so, muss diese A-Säule hier raus. Also ich würde fast sagen, ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt hoch, dass das Türfangband heile bleibt. Dann schneide ich sie irgendwo hier oben nochmal raus, dass das weg ist. Und dann schneide ich sie hier nochmal ab, dass auch das weg ist. Und dann ist diese A-Säule draußen. Und wenn das soweit ist, Alter, puh, Leute, dann ist hier schon richtig was passiert. Und dann muss aber auch noch richtig was passieren bis nächstes Jahr, ne? Ich bin gespannt. Leute, bis gleich. Jo Leute, es ist vollbracht, Alter. Die Säule ist geschnitten. Ja, was mache ich jetzt? Ne? Das kann man hier mal... Oh, guck mal, was hier an Bewegung drin ist jetzt. Seht ihr das? Ja, man sieht das kaum auf dem Video. Aber jetzt kann ich hier mitmachen, was ich will, ne? Oh. Ich hab's getan. Endlich ist dieser Schritt getan, Alter. Auch wenn nur recht ungerne, aber es ist soweit. Das Ding ist in 2 geteilt. Jetzt ist die Frage, wo schneide ich ihn als nächstes? Hier? Was meint ihr? Da einmal schneiden und hier unten nochmal irgendwo schneiden, dass man Platz zum Dengeln hat oder was? Leute, bis gleich. So, Leute, guck mal hier hin. Oh, das Stück ist jetzt raus. Ist ein Scheißgefühl, bin ich euch ganz ehrlich. Also so ein Loch hier an deiner A-Säule klaffen, wo hier mal so eine Tür schließen soll, fühlt sich gar nicht so gut an, ne? Ey, und jetzt gerade, ne, wo das rausgeschnitten ist, lese ich Kommentare von dem Video letzter Woche. Schreibt mir einer, hier, spann mal besser ein schönes Kreuz rein und so, ne, dass sich hier nichts verzieht, weil, obwohl es geht. Also so weich ist es jetzt auch alles nicht, ne? Also ja, man kann schon was bewegen. Langsam kriegt man hier auch Platz. Jetzt muss hier unten natürlich noch mehr abgeschnitten werden, dass man hier noch mehr Platz kriegt. Ich denke mal, das Stück werde ich hier gleich auch noch rausschneiden. Aber das untere Scharnier lasse ich wahrscheinlich erstmal noch sitzen, auch wenn das krumm ist und sowas. Aber dass ich irgendeinen Anhaltspunkt erstmal noch habe, bevor ich das jetzt hier alles komplett rausgeschnitten habe. Alter, guckt euch das Loch nochmal an. Ja, außerdem haben mir total viele Leute geschrieben, ja, nimm doch lieber die Front im Kompletten. Also als sie noch
ganz war und tauscht die ganz und so. Leute, bin ich euch ehrlich, ihr habt na klar recht, dass das der einfachere Weg und der schönere Weg am Ende ist mir ganz klar. Ich habe das Auto damals allerdings gekauft. Ich habe mich damals in dieses Auto verliebt, wegen dieser Patina hier auf der Front. Genau dieser Scheibenrahmen, genau diese ganzen Steinschläge, die der Wagen hat. Von vorne hat mich das Auto immer am meisten abgeholt und somit wäre es für mich na klar jetzt der größte Verlust, einfach die Front rauszuschneiden und zu sagen, ich schweiß eine neue ein, fertig ist der Lachs so, ne? Ich will jetzt versuchen, hier so viel wie möglich von zu erhalten. Sowas hier muss natürlich nachher noch alles richtig geschlichtet und glatt gebügelt werden. So will ich es jetzt auch nicht ganz lassen, aber wenn man mal überlegt, hier mal ein Bild, wie es ein bisschen vorher aussah, was das für ein Knick mal war und wie das jetzt aussieht, hier, also da hat sich schon richtig was getan, dass das mal wieder so zurückkommt, hätte ich echt nicht gedacht. Ja Leute, und mein Plan ist es, die Front zu erhalten. Ich möchte es schaffen, das ist eine Herausforderung an mich selber. Jeder hat mir bisher gesagt, das ist dumm, das ist ja viel einfacher, das anders zu machen, aber hier so ein Ergebnis hier langsam, das befriedigt einen und das macht auch diesen ganzen Schmerz, weil es tut mir schon weh, das Auto immer noch so zu sehen, aber umso mehr man das alles wieder so vorholt, desto mehr macht das diesen Schmerz auch wett, dass es alles kaputt ist, so, weißt du? Also ich bilde mich hier gerade selber drauf fort, auch ein bisschen mal so Erfahrung zu machen in der Instandsetzung von verkrummtem Blech hier, ne? Von daher, ja, wird das hier weitergehen und hier jetzt ordentlich weiter prügeln, hier die Sicke demnächst finden. Erstmal muss ich hier noch ein bisschen schneiden und außerdem sollen wir los, wir sollen noch mal was abholen, weil etwas fehlt ja immer noch. Ihr könnt euch das wahrscheinlich denken, aber dazu mehr, wenn es weitergeht hier, ne? Erstmal wollen wir jetzt sehen, was als nächstes passiert. Ich schneide jetzt hier das letzte Stück noch mal raus, dass man hier schön Platz zur Front zum Dellen hat und dann werde ich mal ein paar Hammerschläge investieren, da ein bisschen loshauen. Gut, bis gleich. So Leute, herzlich willkommen zurück hier. Ich war schon unterwegs und habe hier diese Tür abgeholt, damit wir einfach eine Tür für den Bus haben, ne? Die hat keinen Unfallschaden, hat hier unten an der Kante ordentlich Rost. Ja, aber ich meine, die konnte ich jetzt erstmal abholen, dass ich hier was zum Einpassen habe. Wartet mal ab. Ja, jetzt wollen wir gleich gucken, dass wir die Tür ausgeladen kriegen und hier mal reinhängen, mal reinlegen, einfach mal gucken, wie das sitzt und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ihr seht, ne, ist die Tür hier jetzt drin, hängt. Ich hoffe, euch hat auch dieser kleine Carporn hier abgeholt, diese kleinen Eindrücke in der Halle hier. Naja, wie dem auch alles sei, will ich euch das hier nochmal ein bisschen zeigen, wie die Tür jetzt sitzt. Klar, der Spalt ist zu groß hier, ne, ganz klar. Hier guckt die Tür jetzt auch noch ein bisschen raus, aber das, wie ihr seht, ne, ist ja hier auch noch alles lose und das kann man hinkriegen. Guck mal, da die Höhe sieht ja gar nicht schlecht aus. Hier unten der Spalt passt auch. Das sind original so richtig breite Spalte, das soll er haben. Ja, wie gesagt, die Tür ist nicht ausgerichtet hier und nix, ne? Hier oben, die müsste noch einen Ticken höher, dass man das mal gesehen hat hier. Aber so im Groben und Ganzen bin ich na klar erstmal froh, dass die da überhaupt drin sitzt und dass das hier passt, so, ne? Jetzt muss man hier als nächstes mal sehen, guck mal da unten, ja, wie krumm das Scharnier ist da, kommt die Tür dahin, kommt man da nicht hin. Die Front muss hier, ja, noch ein bisschen gedengelt werden, rumgekrempelt werden, dass das quasi mit der Tür alles fluchtet und dann muss die Front hier oben noch mal einen kleinen Cut kriegen, dass sie lose ist. Das ist die Zukunft, ne? Aber erstmal werde ich die Tür jetzt hier noch mal gleich rausnehmen, weil hier sieht man das vielleicht ein bisschen. Guck mal, hier in dem Bereich ist mal ein Flicken reingekommen und auch hier geht die Tür nicht so richtig rein. Guck mal, hier überall mega Spalt, ne? Und hier unten wird's richtig eng, weil da hat auch schon mal einer ordentlich
Spachtel aufgetragen auf der Ecke. Das heißt, ich werde das hier erstmal alles runterschleifen, blank machen, dass wir weiterarbeiten können mit der Tür. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, ich habe die Tür ausgebaut und wie ihr sehen könnt, ja, ordentlich Staub hier in der Luft. Schon direkt einmal hier rüber geschliffen und hier kann man toll sehen, ne? Hier hat mal einer einen schönen Flecken reingesetzt, hier hat mal einer einen schönen Flecken reingesetzt. Ja, also, ehrlich gesagt, guck mal, lappt der Flecken zu weit raus. Also das wird mir nie passen hier mit meiner Türkante. Ich muss das Blech wahrscheinlich rausnehmen oder ich probiere das ein bisschen umzuformen, ne? Dass ich das ein bisschen reindengel oder so. Den Flecken hier, der baut auf alle Fälle zu weit auf. Den werde ich jetzt einfach rausnehmen und dann habe ich da ein Loch. Aber es ist mir erstmal egal zum Anpassen. Hauptsache, ja, ich kriege die Tür toll rein, weil momentan eckt die hier halt noch überall an, genau da, wo die Flicken sind. Und das soll es ja nicht sein, ne? Deswegen, ja, ihr seht, Alter, alles richtig staubig hier, richtig Kackluft, sieht man das ja, ne? Ich werde das kurz ein bisschen ablüften lassen und dann gleich die Flicken hier mal rausschleifen. Oder den einen Flicken erstmal nur rausschleifen. Gut, bis gleich. Flicken ist raus und hier sieht man das blühende Übel unter. Also das ist echt, ja, rostig. Das ist jetzt hier das Originalblech quasi, ne? Da haben sie damals einfach einen rübergelegt, nichts rausgeschnitten vorher an Rost oder so. So wie man es halt damals gemacht hat. Ich denke mal, ich werde den jetzt hier bis da hoch aufschneiden. Kann ich das von drinnen alles schön sauber machen und dann mir nochmal ein Blech da wieder reinbauen. Weil ein Jahr werde ich auf jeden Fall mit dieser Tür fahren, denke ich. Weil die andere Tür, ja, ihr wisst ja, die ist zerknittert noch, ne? Naja, jetzt geht's hier weiter im Text. Ich möchte hier diese Reste noch mal einmal auf der Kante entfernen. Da ist auch noch was. Das werde ich jetzt runterschleifen, machen und tun. Dann werde ich mich hier ranmachen an den Kasten und das hier runterschleifen, beziehungsweise das hier oben runterknibbeln irgendwie. Ja, und damit werde ich jetzt mal anfangen. Attacke. Leute, bis gleich. So Leute, was geht? Jetzt guck mal hier hin, guck mal, ich habe hier oben die Kante schon mal ein bisschen sauber gekriegt. Viel Drecksarbeit. Hier muss ich jetzt noch überall rum. Da am Bus die letzte Ecke, die ganze Kante richten. Ja, und so weiter und so fort. Hier unten die Kante werde ich dann nochmal ausbohren. Also von hier oben dann quasi runterbohren. Ne, warte, da muss ich bohren. Den muss ich bohren, da. Da ist die ganze Kante ab. Und habe hier direkt die Löcher drin, wo ich nachher durchbohren kann. Obwohl es vielleicht auch schön wäre, den abzuschleifen und hier vorne nachher wirklich mit der Punktschweißzange wie im Original ranzugehen und den zu verschweißen. Das werdet ihr aber beim nächsten Mal sehen. Also ich schleife das jetzt hier noch alles fertig, bereite das alles vor. Das gehört quasi noch zu diesem Video, dass das jetzt fertig ist. Also wenigstens sauber gemacht hier einmal das alles ab noch, dass das sauber ist. Aber dann haben wir es hier auch schon wieder geschafft. Eine kleine Geschichte habe ich euch noch nicht erzählt. Ich habe mich nochmal hier direkt ran gemacht und die Rücksitzbank auseinandergebaut, weil ja, hier war das rausgerissen, also die Schraube rausgerissen. Hier könnt ihr sehen, die Westfalia-Scharniere sind komplett verbogen, weil ich hier den noch nicht festgeschraubt hatte und da drüben auch nicht. Guck mal, der müsste normalerweise auf dem Radkasten dran ansitzen. Ja, dadurch, dass ich jetzt hier das Zelt schwer auf der Rücksitzbank liegen hatte, puh, ja, naja, es ist alles ein bisschen in den Arsch gegangen. Der Schrank scheint doch heile zu sein. Dachte ich zwischendurch auch, dass er am Arsch ist. Wie dem auch sei, entweder brauche ich dann nochmal neue Westfalia-Scharniere oder die kann ich richten. Aber es soll jetzt auch erstmal nicht das Thema sein, ne? Als nächstes haben wir hier wirklich dieses Loch, was da ist und da ist ein Loch und da. Also Leute, schaltet auch nächste Woche wieder ein, ne? Wenn es hier weitergeht mit der ganzen Scheiße. Ich will euch nochmal einmal entsinnen, ne? Das T-Shirt, nur noch ganz kurze Zeit im Shop erhältlich. Ich glaube jetzt die letzte Woche online, also falls ihr euch dafür entscheidet, es zu bestellen. Es unterstützt das Ganze hier auch sehr. Tut das gerne, ne? Ich schleife jetzt noch ein bisschen weiter und wir sehen uns nächsten Montag wieder, würde ich sagen. Kinder, bis dahin.